Ich heiße Alex. Ich lerne Deutsch. Das ist meine Geschichte. Ich möchte dir über mein Leben in München erzählen. Ich möchte dir auch von meiner tollen Lehrerin erzählen. Du kannst meine Geschichte lesen und Deutsch mit mir lernen. Es ist ein schöner Sommertag. Ich fahre mit dem Zug. 2 Frauen sitzen mit mir im Zug. Sie sitzen direkt gegenüber von mir. Die Frauen sprechen Deutsch. Ich verstehe nicht so viel. Ich lerne Deutsch, aber ich bin Anfänger. Ich kenne nicht so viele Wörter. Ich begann, mit den Frauen zu sprechen. Ich sagte ein paar einfache Wörter auf Deutsch. Die Frauen verstanden, was ich sagen wollte, und das machte mich glücklich. Ich sagte, dass ich Deutsch lernen wollte. Die Frauen sagten mir, dass sie Deutsche seien. Sie waren auf dem Heimweg von einer Konferenz. Wir sprachen 10 Minuten lang. Dann kam meine Haltestelle. Ich sagte Tschüss. Die Frauen gaben mir ihre Adresse und Telefonnummer. Sie sagten, ich könne sie besuchen. Dann sagten wir, lasst es euch gut gehen. Nach diesem Treffen habe ich jeden Tag an meinem Deutsch gearbeitet. Ich übersetzte Texte und schaute Filme auf Deutsch. Nach 6 Monaten war mein Deutsch besser. Es war jetzt ziemlich gut, aber ich wollte mehr lernen. Also fuhr ich nach München. Ich wollte Deutsch in München studieren. Als ich in München ankam, begann ich an einer Schule. Meine erste Stunde war am Montag. Ich traf meine Lehrerin und andere Schüler in der Klasse. Meine Lehrerin war eine junge und freundliche Frau. Sie war sehr nett und freundlich. Wir stellten uns vor, und dann begann der Unterricht. Die Lehrerin stellte uns eine Frage. Sie wollte wissen, wie viel wir schon auf Deutsch konnten. Die Lehrerin erzählte uns, dass sie eine sehr gute Methode zum Deutschlernen hat. Diese Methode war sehr einfach. Wir mussten nicht so viel lernen oder Lehrbücher lesen, aber wir mussten viel Deutsch in unserem Alltag benutzen. Die Methode, die unsere Lehrerin nutzte, war sehr effektiv für mich. Ich mochte es nicht, aus Lehrbüchern zu lernen, weil sie mich verwirrten. Dann sprachen wir darüber, was wichtig ist, wenn man eine neue Sprache lernt. Unsere Lehrerin sagte uns, dass Sprache ein Werkzeug für Kommunikation ist. Wir brauchen Sprache, um zu kommunizieren. Sprache hilft uns, Gedanken und Gefühle auszudrücken. Wenn man eine neue Sprache lernt, ist die beste Methode, die Sprache zu nutzen, um seine Gefühle auszudrücken und mit anderen Menschen zu sprechen. Das werden wir in unserem Kurs tun. Wir werden viel sprechen und die deutsche Sprache verwenden. Viele Schüler versuchen, neue Wörter auswendig zu lernen. Sie lernen auch Grammatikregeln, aber sie benutzen die Sprache nicht, um zu sprechen. Sie studieren die Sprache, aber sie benutzen sie nicht. Das ist ein Unterschied. Natürlich muss man neue Wörter und Grammatik lernen, aber man muss sie nicht so viel studieren. Man muss jeden Tag üben.
In diesem Kurs werde ich eine einfache und effektive Methode zeigen, um Wortschatz und Grammatik zu lernen. Mir gefiel, was unsere Lehrerin sagte. Unser Unterricht ging weiter. Wir sprachen über unsere Hobbys und was wir in unserer Freizeit gern machen. Wir sprachen in Paaren oder mit der Lehrerin. Ich mochte es wirklich, die Kurse zu besuchen. Ich bin sehr glücklich. Diese Lernmethode war sehr gut und effektiv für mich. Wie ich Wortschatz lernte. Am Dienstag ging ich zurück zur Schule. Eine der Schülerinnen stellte eine Frage, die für mich interessant war. Sie fragte, was ist der beste Weg, neue Wörter zu lernen? Unsere Lehrerin sagte uns, dass es viele Möglichkeiten gibt, neue Wörter zu lernen. Sie sagte, sie würde uns erzählen, was statistisch gesehen die effektivste Methode zum Lernen neuer Wörter ist, nämlich das Lesen. Wenn Menschen lesen, lernen sie neue Wörter in ihrer Sprache. Sie lernen doppelt so schnell wie Menschen, die nicht lesen. Es ist gut, mindestens 30 Minuten am Tag zu lesen. Die Lehrerin sagte, dass sie uns zeigen würde, was wir tun sollten, um das Beste aus dem Lesen herauszuholen. Zuerst ist es wichtig, dass das Buch oder der Text, den du liest, für dich interessant ist. Es ist wichtig, dass dir das Lesen Spaß macht. Das Buch kann eine schöne Geschichte sein oder Fiktion oder Sachbuch, je nachdem, was dir gefällt. Lies keinen Text, der für dich nicht interessant ist. Wenn du viele Wörter nicht kennst, kannst du frustriert werden. Du solltest immer Spaß haben, wenn du die Sprache benutzt. Es ist klug, einen Text zu wählen, der interessant ist und auch deinem Niveau entspricht. Wenn du einen Text liest und ein Wort siehst, das du nicht verstehst, solltest du das Wort im Wörterbuch nachschlagen. Dann schaust du dir die Bedeutung des Wortes an. Das wird dir helfen, den Text besser zu verstehen. Du musst das Wort nicht irgendwo aufschreiben. Das Wort wird automatisch in deinem Gehirn gespeichert, und du wirst dich immer an die Bedeutung erinnern, wenn du das Wort wieder siehst. Jedes Mal, wenn du ein neues Wort siehst, kannst du dasselbe tun. Lesen hat auch einen weiteren großen Vorteil. Wenn du liest, lernst du neue Wörter, und du lernst auch, wie jedes Wort mit anderen Wörtern im Satz verbunden ist. Du siehst, wie du die Wörter richtig zusammensetzen kannst. Diese Methode, neue Wörter zu lernen, ist sehr effektiv. Probiere es aus, und du wirst sehen, wie schnell du neue Wörter lernen kannst. Dann ging unser Unterricht weiter. Wir sprachen über die Situation in Deutschland und die besten Jobs für Studenten. Das war gut für mich, weil ich einen Job finden und nach der Schule in meiner Freizeit etwas tun wollte. Ich fragte die anderen Schüler, ob sie wussten, wo ich einen Job finden könnte. Sie sagten mir, dass ich auf Websites wie jobbörse.de oder bei der Agentur für Arbeit nachschauen sollte. Es gibt dort viele Stellenangebote, besonders für Studenten. Das war gut für mich, und ich war froh, zu wissen, wo ich einen Job finden konnte.
Nach dem Schultag ging ich auf jobbörse.de, um nach Jobs zu suchen. Ich wusste nicht, welche Art von Job ich machen könnte, also suchte ich nach Teilzeitjobs für Studenten. Einer der Jobs, der erschien, war Kellner in einem Café. Ich schickte eine Bewerbung ab, und am nächsten Tag bekam ich eine Antwort. Das Café brauchte mehr Mitarbeiter und lud mich zu einem Vorstellungsgespräch ein. Ich erklärte, dass ich keine Erfahrung als Kellner hatte, aber bereit war zu lernen. Der Chef versicherte mir, dass mein Deutsch gut genug sei, um im Café zu arbeiten, und dass die Ausbildung nicht schwierig sei. Sie sagte, ich würde mehr Gelegenheiten haben, Deutsch als Kellner zu sprechen, als in anderen Jobs. Sie sagte, ich könnte schon am Donnerstag anfangen. Das war alles gut für mich, und ich war froh, einen Job zu haben, in dem ich mein Deutsch üben konnte. Am nächsten Tag, Mittwoch, ging ich wieder zur Schule. Es gab einen Schüler in der Klasse, der ruhiger war als die anderen. Er kam aus Südkorea. Als unsere Lehrerin fragte, ob wir irgendwelche Fragen hätten, sagte dieser Schüler, dass er eine Frage habe. Er erklärte, dass er ein großes Problem mit der Aussprache hatte. Er wusste, dass seine Aussprache nicht so gut war, aber er wusste nicht, wie er sie verbessern konnte. Er sprach nicht viel, weil er nicht wollte, dass andere seine schlechte Aussprache hören. Er sagte, dass er viel auf Deutsch las und Filme schaute und gut verstand, aber seine Aussprache verbessern wollte. Er fragte, ob es etwas gäbe, das er tun könnte, um seine Aussprache zu verbessern. Als unsere Lehrerin das hörte, sagte sie, okay, ich werde euch etwas über die Aussprache erzählen und wie ihr daran üben könnt. Ich werde euch auch Techniken zeigen, die euch allen helfen können, eure Aussprache zu verbessern. Zuerst erklärte sie, warum Schüler Probleme mit der Aussprache haben. Wenn wir sprechen, müssen wir den Mund bewegen und Muskeln im Mund benutzen. Das Problem ist, dass man manchmal, wenn man Deutsch spricht, die Muskeln genauso benutzt wie in seiner Muttersprache. Dann wird deine Aussprache anders als die der Muttersprachler. Das passiert bei vielen Schülern. Fast alle haben eine etwas andere Aussprache, als sie eigentlich haben sollten. Aber das ist kein großes Problem, weil die Leute normalerweise verstehen, was du sagen willst, auch wenn die Aussprache nicht perfekt ist. Wenn du an deiner Aussprache arbeiten willst, gibt es eine gute Technik, die helfen kann. Sie heißt Shadowing-Technik. Die Technik ist sehr einfach. Beim Shadowing kopierst du einfach die Laute, die du hörst. Wenn Kinder ihre erste Sprache lernen, lernen sie, indem sie kopieren. Sie wiederholen, was die Eltern sagen, immer wieder, und am Ende wird die Aussprache perfekt. Du kannst die deutsche Aussprache auf die gleiche Weise lernen. Du kannst Videos oder Audioaufnahmen verwenden, die nicht zu schnell sind und die du gut verstehst. Dann hörst du zu und kopierst das, was du hörst. Unsere Lehrerin zeigte uns, wie wir die Shadowing-Technik anwenden sollten. Sie ging auf YouTube, suchte nach der Shadowing-Technik und fand gute Videos,
in denen die Technik demonstriert wurde. Wir schauten uns das Video an und probierten alle die Shadowing-Technik für etwa 3 Minuten aus. Danach erklärte unsere Lehrerin, dass die Shadowing-Technik auch nützlich ist, wenn man sich auf eine Präsentation auf Deutsch vorbereitet. Wenn du eine gute Aussprache für eine Präsentation haben willst, kannst du etwa 10 Minuten lang an einem ruhigen Ort Shadowing üben. Das wird dir helfen, deine Aussprache bei der Präsentation zu verbessern. Das war sehr interessant für mich, weil ich noch nie von dieser Technik gehört hatte. Als der Unterricht vorbei war, ging ich zur Rezeption der Schule und fragte die Dame, ob es an der Schule Sportaktivitäten gäbe. Ich wollte Sport treiben, während ich in Deutschland war. Die Dame an der Rezeption sagte, ja, wir haben ein Tischtennisteam und eine Fußballmannschaft. Das Fußballteam hat heute um 17 Uhr Training. Ich war sehr glücklich, weil Sport in meinem Leben sehr wichtig ist. Ich ging zum Training mit der Fußballmannschaft und traf viele Spieler aus verschiedenen Ländern, darunter Brasilien, Japan, Russland, Spanien, Argentinien, Ukraine und Italien. Das Training gefiel mir, und ich war sehr froh, dass meine Zeit in Deutschland so gut begann. Ich hatte eine tolle Lehrerin und fand auch neue Freunde in der Fußballmannschaft. Außerdem würde ich morgen meinen Job beginnen, was mich noch aufgeregter machte. Wenn du eine gute Aussprache haben willst, musst du den Muttersprachlern nachsprechen. Am Donnerstag ging ich wieder zur Schule. Wir hatten eine neue Schülerin in unserer Klasse. Sie hieß Elisabeth und kam aus Italien. Am Anfang der Stunde stellte unsere Lehrerin Elisabeth ein paar Fragen. Die Lehrerin kannte Elisabeth, weil sie vor einem Jahr in ihrer Klasse gewesen war. Es war ein Anfängerkurs, der nur 2 Wochen in den Sommerferien dauerte. Als Elisabeth sprach, sprach sie wunderschön. Ihre Aussprache war sehr gut, und sie sprach fließend. Unsere Lehrerin war sehr froh und sagte zu Elisabeth, deine Schule in Italien muss sehr gut sein. Elisabeth antwortete, ich gehe auf keine Schule. Ich lerne Deutsch zu Hause. Ich benutze Techniken, die ich von dir gelernt habe. Ich lese viel, benutze die Shadowing-Technik und denke laut. Ich versuche mehr auf Deutsch zu denken als auf Italienisch. So arbeite ich an meinem Deutsch. Die 2 Wochen, die ich letzten Sommer in deiner Klasse war, haben mir sehr geholfen. Du hast mir den Weg gezeigt, und jetzt weiß ich, wie ich jeden Tag an meinem Deutsch arbeiten kann. Deshalb wollte ich wieder in deiner Klasse sein, weil ich vor einem Jahr Anfänger war und jetzt Deutsch sprechen kann. Ich möchte wieder mehr von dir lernen. Unsere Lehrerin war sehr glücklich, als sie das hörte, und schätzte Elisabeths harte Arbeit. Es war sehr interessant für mich. Ich kannte das Lesen und die Shadowing-Technik bereits, aber Elisabeth sprach auch über das laute Denken, das ich nicht kannte. Also fragte ich unsere Lehrerin, was ist lautes Denken? Die Lehrerin antwortete, das ist eine sehr effektive Technik. Du brauchst starke Motivation, um Deutsch zu lernen,
wenn du von dieser Technik profitieren willst. Für manche mag diese Technik ein wenig verrückt erscheinen, aber wenn du anfängst, laut zu denken, kann dein Deutsch sehr schnell besser werden. Ich sagte, ich habe starke Motivation, und es ist mir egal, ob die Technik verrückt erscheint. Wenn sie hilft, möchte ich sie lernen. Kannst du uns diese Technik beibringen? Unsere Lehrerin erklärte, es ist eigentlich sehr einfach. Du denkst den ganzen Tag in deiner Muttersprache, was normal ist. Jetzt kannst du anfangen, auf Deutsch zu denken, und wenn du das tust, kannst du laut sagen, was du denkst. Das ist alles. Ich sagte, das klingt sehr einfach. Warum ist es so effektiv? Unsere Lehrerin antwortete, vielleicht kannst du Elisabeth fragen. Sie benutzt diese Technik und kann dir mehr über ihre Erfahrung erzählen. Unsere Lehrerin fragte Elisabeth, ob es ihr angenehm wäre, ihre Erfahrung mit dem lauten Denken zu teilen. Elisabeth sagte ja, und sie erzählte. Als ich mit dieser Technik anfing, war es nicht leicht. Ich begann mit sehr einfachen Sätzen. Zum Beispiel, ich kann Deutsch sprechen. Es ist gut, dass ich Deutsch sprechen kann. Ich will besser werden. Ich muss jeden Tag üben. Ich kenne nicht viele Wörter, aber ich kann diese Wörter benutzen. Ich kann meine Ideen mit diesen Wörtern ausdrücken. Ich kann das tun. Das ist großartig. Die Sätze waren einfach, aber es gab am Anfang ein Problem. Mein Denken auf Italienisch war lang und kompliziert, und ich konnte auf Deutsch nicht genau das sagen, was ich auf Italienisch sagen konnte. Ich musste einen einfacheren Weg finden, meine Gedanken auf Deutsch auszudrücken. Auf einfachem Deutsch zu denken, war der schwierigste Teil. Aber nach einer Weile wurde es für mich normal, auf Deutsch zu denken. Dann passierte etwas Interessantes. Ich traf einen Mann aus Australien, der im Urlaub in Italien war. Ich war immer noch Anfänger, aber wir begannen, auf Deutsch zu sprechen. Ich bemerkte, dass ich ohne große Probleme mit ihm sprechen konnte. Meine Sätze waren einfach und kurz, aber ich konnte kommunizieren. Ich musste im Kopf nicht vom Italienischen ins Deutsche übersetzen. Nachdem ich den Mann aus Australien getroffen hatte, begann ich, die Technik des lauten Denkens häufiger zu benutzen. Diese Technik half mir sehr beim Sprechen, und ich benutze sie immer noch jeden Tag. Es ist wirklich eine sehr effektive Technik. Unsere Lehrerin dankte Elisabeth dafür, dass sie ihre Erfahrung mit dem lauten Denken geteilt hatte. Ich beschloss, dass ich diese Technik anwenden wollte, weil ich auch meine Art zu sprechen verbessern wollte. Wenn du fließend Deutsch sprechen willst, denke laut. Unsere Lehrerin gab uns zusätzlichen Rat: Wenn du Deutsch lernen willst, lies, hör zu, denke und sprich. Mach jede dieser Aktivitäten 40 Minuten am Tag. Mit unseren einfachen deutschen Geschichten können Sie die Schattierungstechnik lesen, hören und üben. Abonniere auf unseren Kanal, um mehr Geschichten wie diese zu hören und dein Deutsch weiter zu verbessern.